Heute teste ich das dynamische Gesangsmikrofon V7 von SE Electronics. Das günstige und top verarbeitete Mikrofon wird auch als SM58-Killer gehandelt und ob man es ernster nehmen kann als das Intro-Video, möchte ich heute herausfinden. Hast du damit schon Erfahrung auf der Bühne oder im Studio gemacht? Schreib es in die Kommentare und lass andere daran teilhaben. Für rund 100 € bekommt man viel Mikrofon samt Zubehör. Eine Tasche und Mikrofonklemme plus Gewindeadapter sind mit dabei und von angemessener Qualität. Das Mikrofon selber macht einen wertigen Eindruck und der Korb ist an den Rändern abgeflacht, sodass es beim Hinlegen nicht mal eben von der Bühne rollt. Gut mitgedacht. Es hat keinen Schalter, doch was der eine mag, lehnt der andere vollkommen ab. Denn falls es mal heiß hergeht on stage, wäre es nicht so gut, wenn versehentlich das Mikrofon ausschaltet. Geschmackssache. Korb und Body sind von toller Qualität, ohne Plastikteile und liegen mit rund 300 Gramm gut in der Hand. Für alle Details schau gerne bei dem Link in der Beschreibung vorbei. Die Aluminiumspule hat Supernierencharakteristik, soll für einen präzisen Klang im oberen Frequenzband sorgen und macht anscheinend alles richtig. Durch Erfahrungen auf der Bühne habe ich festgestellt, dass die Einstreuung von äußeren Schallquellen minimal ist und so ein klares Signal ohne Störgeräusche beim Mischer ankommt. Auch Griff- und Trittschall hat das Mic gut im Griff, denn die Spule ist flexibel aufgehängt, wie man hier sehen kann. Davon können sich andere gerne eine Scheibe abschneiden. Aber was gibt der Frequenzgang her? Hier sieht man, dass das Roll-Off in den Höhen nicht zu weit übers Ziel hinausschießt, sodass man zwar Transparenz erhält, aber nicht die gefürchteten China-Höhen, die schnell zu harsch werden können. SE Electronics hat hier einen guten Weg zur Brillanz gefunden, ohne spitz zu klingen und holt zwischen 3 und 4 kHz viel Sprachverständlichkeit und Transparenz hervor. Achte mal später im Vergleich darauf. Mit 300 Ohm Nennimpedanz muss hier auch nicht ungewöhnlich viel im Bereich Signalverstärkung gemacht werden und die vergoldeten Kontakte sollten lange für eine gute Übertragung sorgen. Das V7 löst angenehm fein auf, ist untenrum weder dumpf, noch pusht es den Bass unnatürlich in die Höhe und zaubert so einen modernen und echten Klang, der natürlich und ausgewogen daherkommt. Der Einsprechwinkel ist gut bemessen, sodass man zum einen guten Spielraum beim Singen hat und seine Lippen nicht frontal an den Korb nageln muss, zum anderen aber Umgebungsgeräusche außen vor bleiben. Jetzt möchte ich aber auch zeigen, was das Mikrofon im Real Life so hergibt und ein paar Vergleiche können auch nicht schaden. Dies ist das cleane Signal ohne EQ oder Effekte. Wie sind die Umgebungsgeräusche? Hört man den Lüfter von meinem PC? Ich persönlich finde das V7 auf der Bühne gut. Für Sprachaufnahmen bleibe ich jedoch beim NT1A. Dies ist das cleane Signal ohne EQ oder Effekte. Wie sind die Umgebungsgeräusche? Hört man den Lüfter von meinem PC? Ich persönlich finde das V7 auf der Bühne gut. Für Sprachaufnahmen bleibe ich jedoch beim NT1A. Dies ist das cleane Signal ohne EQ oder Effekte. Wie sind die Umgebungsgeräusche? Hört man den Lüfter von meinem PC? Ich persönlich finde das V7 auf der Bühne gut. Für Sprachaufnahmen bleibe ich jedoch beim NT1A. Die Zeiten, da das SM58 das Mikrofon war, was jedermann im Proberaum und auf der Bühne haben wollte, scheinen nach meinem Dafürhalten vorbei zu sein. Das V7 ist günstig, es ist zeitgemäß und roadtauglich verarbeitet, sieht cool aus und in Sachen Sound ist es für das Geld eine gute und langlebige Investition. Auch auf der Bühne habe ich nie Probleme damit gehabt. Es ist super feedbacksicher und die Mischer rollen zwar immer erst mit den Augen, wenn da einer mit seinem eigenen Mikrofon einreitet, sind aber am Ende zufrieden, dass von meiner Seite keine Grütze, sondern grundsolider Sound ankommt. Für mich war es eine Erfahrung wie der Sprung von El Bandi in den 90ern zu 16:9 Full HD. Man will irgendwie nicht mehr zurück. Ist das V7 nun tatsächlich der SM58-Killer? Ich denke, ja, denn SE Electronics hat dieses zwar zum Vorbild, aber hat es geschafft, die Schwächen auszubügeln und es in einer modernisierten Version rausgebracht. Durchsetzungsvermögen, Korpusdesign und vor allem der Preis machen es für Bühne und Proberaum zu einem Top-Kandidaten. Das war's mit meiner Meinung zum V7 von SE Electronics. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Gib mir gerne ein Like und um keinen neuen Upload zu verpassen, fühl dich frei, den Kanal zu abonnieren. Ich freue mich auch immer über Kommentare und Ergänzungen. Den hilfreichsten pinne ich gerne oben an.